Xaver Schlager ist bei uns. Xaver, schön dich wiederzusehen hier bei uns am Kotterweg. Was verschafft uns die Ehre? Was machst du hier in Leipzig gerade? Naja, irgendwann sollte mal wieder vorbeischauen. Jetzt passt der Zeitpunkt. Jetzt habe ich eine Zeit lang Maria in Salzburg gemacht und jetzt war es Zeit, mal wieder vorbeizuschauen. Alle zu sehen, die Jungs zu sehen, das Trainerteam, das Staff und ja, ich freue mich, dass ich jetzt hier bin. Also hast die Jungs und den Trainer auch ein bisschen vermisst? Ja klar, ich bin ja mit denen tagtäglich im Austausch gewesen und wenn man dann einmal eine längere Zeit weg ist, vermisst man das natürlich, weil sonst ist man ja ständig aufeinander. Wir haben dich auf jeden Fall auch vermisst. Xaver, eine Frage, die du wahrscheinlich aktuell der meisten Hörers gar nicht mehr hören kannst, aber die Fans wollen natürlich wissen, wie geht's dir, wie ist gerade die Lage, der Stand bei dir? Ja, mir geht's mental sehr gut, also bin fokussiert, weiß, was ich zu tun habe. Das Knie wird auch immer besser, muss ich sagen. Wo man jetzt genau steht, kann man immer erst am Ende sagen, aber ich denke, ich bin auf einem sehr guten Weg und die letzten Wochen waren einfach sehr, sehr positiv. Also da ging richtig was weiter und genau das wollte man so haben und deswegen geht alles in die richtige Richtung. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Wie sieht ein weiterer Plan aus? Du bist heute hier im Gym, bist dann ab und zu mal am Kotterweg, aber wahrscheinlich auch mal in der Heimat. Wo wirst du wann wie sein und wie sieht so der Plan aus für die nächsten Wochen? Ja, der ist streng geheim. Nee, ja, ich splitte das ein bisschen. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man nicht zu lange an einem Ort ist. Das ist ganz wichtig bei so Reha-Geschichten, sonst schleicht sie durch so ein Alltag ein, wo immer dasselbe passiert und das will man eigentlich nicht. Und deswegen werde ich jetzt pendeln zwischen Salzburg, also Thalgau, Red Bull Reha-Zentrum und Leipzig. Da bin ich jetzt im Austausch, wie ich das am besten mache, wie wir das am besten auch hinkriegen vor den Steps, sage ich mal, mit wann kann man laufen, wann kann man das nächste machen, was ist sinnvoll. Und dann werden wir das immer von Woche zu Woche abstimmen. Wir werden das weiter verfolgen und hoffentlich eng mit dran sein. Jetzt gerade geht es in die letzten Züge der Europameisterschaft. Sicherlich natürlich auch ein schweres Thema, weil du auch gern dabei gewesen wärst. Wie hast du die EM verfolgt? Ja, ich habe es vom Fernseher und im Stadion verfolgt. Also ich habe mir das Achtelfinale für Österreich gegen Türkei angeschaut im Stadion in Leipzig. Sonst habe ich den Rest vom Fernseher begutachtet, sage ich mal. Der Beginn war sicherlich nicht einfach, aber danach habe ich mich eigentlich gefreut, die Spiele zu sehen. Es waren ja coole Spiele dabei und deswegen war das einmal ganz interessant, also ganz locker und entspannt die Spiele zu verfolgen, jetzt ohne großen Druck und Stress. Aber natürlich wären wir gern selber dabei gewesen, aber ich denke, es hat so sehr gut gepasst, weil ich echt viel von dem mitbekommen habe, was ich sonst nicht mitbekomme. Und ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich auch gefreut, dass du in Leipzig hier dann zu Besuch warst. Niki und Baumi, glaube ich, ganz speziell. Darf man über das Spiel schon sprechen? Wie war das danach? Warst du danach noch bei der Mannschaft oder hast du dann lieber allein das Ausscheiden dann mit dir selbst ausgemacht? Nein, ich war alleine. Also ich war mit Freunden hier und ja, bei uns war jetzt die Stimmung auch nicht so gut, muss ich sagen, aber mir ging es ehrlich gesagt. Natürlich war ich traurig, aber ich glaube, wie die Mannschaft gespielt hat, wie viele Leute dann auf mich zukommen sind und gesagt haben, boah, ihr habt gut gespielt, eigentlich jetzt weiterkommen müssen, das war dann schon ein schöner Moment und deswegen hat es überwogen eigentlich, muss ich sagen. Natürlich, wir sind jetzt ausgeschieden, es war bitter, aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg und das ist das Entscheidende und auf das kann man aufbauen und wir sind noch nicht fertig. Wir haben Ziele und auf die werden wir weiter hinarbeiten. Absolut eine Leistung, auf die man sehr stolz sein kann, auf den ganzen ÖFB und die WM ist nicht mehr so weit. In 2 Jahren ist schon so weit. Jetzt ist Dani ist noch im Turnier, das Finale steht für ihn an. Wem drückst du da die Daumen bei Spanien, England und wer glaubst du gewinnt? Naja, ich habe beim letzten Auftritt, was ich gehabt habe, bei Servus TV, habe ich gesagt, dass Spanien so ein bisschen mein Favorit ist. Jetzt muss ich natürlich auch zu Spanien halten, aber nein, ich freue mich total für den Dani. Ich habe ihm auch geschrieben, wie freut es auch, dass er jetzt spielt, dass er Tore macht, das hat er verdient. Ich glaube, das ist so ein guter Spieler und viele sehen das nicht immer, aber ich weiß ganz genau, wie gut er ist und jetzt kann er das zeigen und das macht mich einfach glücklich und ja, ich finde auch, wie die Spanier spielen, das macht Spaß zuzusehen. Also die spielen so einen coolen Fußball
Die machen einfach drauf los mit einer jungen Mannschaft, sage ich mal. Und im Moment waren sie die beste Mannschaft für mich. Ob es dann den Titel gewinnen oder nicht, wird man sehen. Weil seit dem letzten Halbfinale weiß man, dass England richtig stark sein kann. Und ein Finale ist ein Spiel, da kann alles passieren. Aber ich drücke schon die Spanne die Daumen, muss ich sagen. Kurzer Themenwechsel. Ich über deine Fangkünste hier. Ich werfe dir mal was zu. Das neue Auswärtstrikot von RB Leipzig wird heute gelauncht. Wie gefällt's dir? Da fehlt nur meine Nummer. Das stimmt, ja. Nee, schaut gut aus. Also mir gefällt's, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das ja, wenn es so ein bisschen nicht so ein helles Rot ist, sondern eher so in die Weinrot-Richtung geht mit dem ganz weißen Zeichen hier und oben. Also ich finde das echt cool. Mir gefällt es echt sehr gut, muss ich sagen. Also würdest du sagen, hat Potenzial zum Kassenschlager? Sorry. Sagen wir es so, ich werde es mir sicher aufheben bei meinen Trikots, weil es sehr schön ist. Sehr cool. Und aber Nummer, weil du gesagt hast, du behältst deine, weil einige Jungs ja doch jetzt ihre Nummer wechseln. Ach, keine Ahnung, wer wechselt, aber ich behalte meine. Sehr gut. Dann gehen wir auf einmal gern zurück. Zack. Und noch zu ein paar weiteren Fragen. Wie sieht dein Plan aus neben dem rein sportlichen? Hast du dir da auch irgendwie was vorgenommen? Wir wissen, du bist ein Bücherwurm. Wie viele hast du schon verschlungen in den letzten Wochen oder auch in den kommenden? Ehrlich gesagt echt wenige, muss ich sagen. Ich komme irgendwie gerade wenig dazu. Ich hab die Zeit genutzt, um viele alte Gesichter zu treffen, sage ich mal. Viele Bekannte, viele Freunde, war oft bei der Familie zu Hause. Hab dort auch ein Projekt am Laufen, sage ich mal, mit einem Gasthaus, was ich vorantreiben will. Dafür habe ich jetzt ziemlich viel Zeit gehabt und auch musste auch manchmal dort sein. Das war ganz wichtig. Also wenn man was Positives sieht aus der Verletzung, war es auf jeden Fall das. Und sonst habe ich jetzt keine großen Ziele, sondern eher kleine Ziele für mich mit Mindset und so, wo ich dran arbeiten will. Und ja, das sind einfach so die Nebenziele, was man hat, wo man einfach was rausziehen kann, wenn man schon verletzt ist, wo man sich weiterentwickeln kann, und auf das freue ich mich, dass ich das hoffentlich gut hinkriege. Das klingt sehr gut und dass du die Zeit sehr gut genutzt hast, gerade alte Gesichter wiederzusehen. War auch trotzdem ein bisschen Zeit für Urlaub in der Sommerpause? Wenn ja, wo ging's hin? Was hast du Schönes gemacht? Zeit für Urlaub war eine kritische Frage, muss ich sagen, weil jeder will, dass ich so schnell wie es geht zurückkomme. Deswegen war Urlaub immer, muss man richtig abwiegen, wie lange, wohin, was machen wir. Aber ich habe es jetzt so gemacht, ich war eine Woche auf Mallorca, habe dort die Zeit genossen, habe versucht ein bisschen zu entspannen. Natürlich habe ich auch dort auch Sachen absolvieren sollen müssen, je nachdem für mein Knie, aber das hat gut gepasst. Ich glaube, manchmal tut eine Pause echt gut fürs Knie. Für den Kopf sowieso, und Meerwasser hat ihm auch richtig gut dann, muss ich sagen. Also kann ich nur empfehlen, manchmal einfach irgendwo hinfliegen, abschalten und die Seele baumeln lassen, wie man so schon sagt. Sehr gut. Abschließend die Frage der Fragen, die natürlich auch noch kommen muss. Was ist mit deinen Haaren passiert? Ja, die Haare, das ist... Was ausgesprochen gut aussieht natürlich. Danke. Haare... Es war an der Zeit, sagen wir so, es war an der Zeit, dass ich, es war einfach irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich es verändern. Jetzt sehen wir auch nicht so viele Leute, also jetzt kann ich auch mir da ein bisschen verstecken damit, weil viele mich jetzt nicht so erwarten. Aber ich glaube, es war einfach der richtige Zeitpunkt für Veränderung. Mir tut's gut, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich glaube, das hilft mir auch. Es ist ja wieder ein gewisser neuer Lebensabschnitt in meinem Leben mit der Verletzung, und dafür braucht man eine positive Einstellung, und ich glaube, das habe ich auch mit dem Schritt ein bisschen so für mich entdeckt, weil man kann ja mit allem Alten weitermachen. Sehr gut. Xaver, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dich wieder hier gesehen zu haben. Wir freuen uns auf weitere Geschichten von dir als Gastwirt neben dem Profifußball sein. Vielleicht kommen wir dich auch nochmal besuchen. Wenn es fertig ist, kann man gerne mal vorbeischauen, und dann tue ich mal Papier austeilen. Sehr gut. Und bis dahin weiterhin guten Fortschritt, viel Erfolg dabei, und wir freuen uns immer wieder, dich hier zu sehen bei uns, Xaver. Vielen Dank. Danke.